Dein lieber Assistent war nämlich gerade dabei, die Polizei einzuschalten. Und wenn schon. Ist noch lange kein Grund, mir so etwas anzutun. Bist du jetzt fertig? Oder folgt vielleicht noch das Wort zum Sonntag? Ich weiß, was du vorhast. Du willst, dass Dennis sich schuldig bekennt. Ach, Charlie, wenn du nur endlich begreifen würdest, dass dir gar nichts Besseres passieren könnte. Du meinst, Natürlich. Wenn du mit der Stimme nicht Sänger werden willst, dann weiß ich auch nicht. Gott, wäre ich doch nur nicht so ein Idiot gewesen. Du meinst, weil du niemanden zu ihr gelassen hast? Ja. Nein, Gerold, das ist es nicht. Dich trifft keine Schuld. Ich hätte ihr die Tabletten wegnehmen sollen. es gibt nur eine Möglichkeit, wenigstens ihren Ruf zu retten. Ich muss die Schuld an dem Unfall auf mich nehmen. Aber Sie sind unschuldig, das weiß ich. Ich meine, ich bin fest davon überzeugt. Danke. Aber Sie haben so viel für mich getan, jetzt bin ich dran. Was soll das denn nützen? Wenn ich mich schuldig bekenne, kann Ihnen keiner mehr vorwerfen, dass Sie jemanden unterstützen, der sich nicht zu seiner Tat bekennt. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Um Ihren Ruf und auch um meine Zukunft. Wenn Sie pleite gehen, bin ich meinen Job los. Ihre Zukunft ist ruiniert, wenn Sie sich schuldig bekennen. Ich will Sie zu mir halten. Fragen Sie Frau von Anstetten, die sieht das genauso. Sonst hätte sie mir nicht dazu geraten. Sehen Sie, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich will nicht, dass Sie noch länger unter der Situation leiden müssen. Nach allem, was Sie für mich getan haben, bin ich Ihnen das einfach schuldig. Ich meine, du kannst auch andere für dich schreiben lassen. Du lässt wohl nie locker, was? Nee, offensichtlich bin ich Ron zu ähnlich. Dass ich so gut singen konnte, das war nur, weil der Text so viel mit mir zu tun hatte. Die Branche ist wirklich nichts für mich. Nur weil du einmal gelingt wurdest. Nicht nur. Meine Schwester Sophie hat mal bei einer Plattenfirma gearbeitet. Da habe ich so einiges mitbekommen. Unmengen von Demobändern, die sofort im Müll landen. Das muss ich wirklich nicht haben. Die hatten eben nicht alle so eine klasse Stimme wie du. Also mir reicht's jedenfalls, dass ich meinen Piratensender in den Sand gesetzt habe. Es wird langsam Zeit, dass ich aufhöre zu träumen. Kathi war nicht zu Hause. Ich habe ihr eine Nachricht hinterlassen. Hat der Arzt schon was gesagt? Wie geht's meiner Frau? Ihr Kreislauf hat sich stabilisiert. Na Gott sei Dank. Dann können wir jetzt zu ihr. Es wäre mir lieber, wenn Sie noch bis morgen warten würden. Aber Sie haben doch gesagt, dass es ihr besser geht. Noch ist sie nicht außer Gefahr. Aber wenn sich Ihr Zustand weiterhin bessert, dann dürfen Sie morgen zu ihr. Das ist schön. Am besten, Sie gehen jetzt nach Hause und versuchen, ein bisschen Schlaf zu kriegen. Sie werden Ihre Kraft noch brauchen. Fahr du nach Hause. Ich bleibe hier. Sobald was ist, rufe ich dich an. Hm? Ich bleibe auch hier. Ich lasse Barbara jetzt nicht allein. Kopf hoch. Barbara ist stark. Sie wird es schaffen. Charlie, was ist passiert? Gratuliere, du hast es geschafft. Dennis will sich schuldig bekennen. Was machst du denn so ein Gesicht? Du solltest mir dankbar sein. Das Gefühl will sich einfach nicht so recht einstellen. Ich kann nämlich nicht vergessen, dass du meinen Ruf ruiniert hast. Ach, wo gehobelt wird, fallen nur mal Späne. Aber gut, ich sorge mit der richtigen Publicity dafür, dass du wieder im besten Licht dastehst. Zufrieden? Nein, bin ich nicht. Dass Dennis sich schuldig bekennt, habe ich nicht gewollt. Deine Rolle als Schutzpatronin fällt mir langsam aber sicher ziemlich auf die Nerven. Was hast du denn vor? Willst du dich etwa selbst stellen? Das braucht dich nicht zu interessieren. Aber ich verbiete dir, dich weiterhin in meine Angelegenheiten einzumischen. Wenn ich
gewusst hätte, dass du so undankbar bist, hätte ich dir nie ein falsches Alibi gegeben. Das war deine Entscheidung. Aber ich bleibe dabei. Bevor Dennis verurteilt wird, gehe eher ich zur Polizei. Das lässt du schön bleiben, Herzchen. Wir sitzen in einem Boot, aber ich bin der Steuermann und ich lasse mir das Ruder nicht aus der Hand nehmen. Ihr Blutdruck ist fast wieder normal. Bitte machen Sie es kurz. Ihre Frau ist zwar auf dem Weg der Besserung, aber sie braucht noch viel Ruhe. Und bitte vermeiden Sie jede Aufregung. Natürlich. Danke, Herr Doktor. Aber was machst du denn für Sachen? Warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Weil wir dich lieben. Und weil wir dich brauchen. Das ist nicht wahr. Ihr habt mich längst aufgegeben. Oh, was redest du für einen Unsinn? Ich verstehe, dass du noch ein bisschen durcheinander bist. Du bist ein Lügner, Gero. Du nimmst Drogen und behauptest, ich hätte Halluzinationen. Du glaubst es auch noch. Oh, du sollst dich jetzt nicht aufregen. Denk nur an dich und werd ganz schnell wieder gesund. Ja? Gero lügt mich an, du. Ihr haltet mich für verrückt. Was hat denn das Leben dann noch für einen Sinn? Geht doch bitte. Lass mich allein. Bitte. Wir sollten tun, worum Barbara uns bittet. Morgen. Morgen, Frank. Morgen. Willst du jemanden erschrecken? Ich kann den Müll natürlich auch im Anzug einsammeln. Das wäre mal was Neues. Dann willst du deinen Sozialdienst gleich heute Morgen anfangen. Ja, ich möchte die Stunden, die der Richter mir aufgebrummt hat, so schnell wie möglich hinter mich bringen. Hey, es ist zumindest für eine gute Sache. Hast du über mein Angebot mal nachgedacht? Also ich an deiner Stelle würde es annehmen. Gibt es eigentlich was, was Arno dir nicht sagt? Sie hat gelauscht, wie immer. Ja, ich habe nachgedacht. Und? Pass auf, technischer Zeichner ist nicht gerade mein Traumjob. Trotzdem möchte ich mich gern bei dir bedanken. War nur ein Angebot. Und den Job annehmen. Ich mache sehr gerne eine Lehre bei dir. Wirklich? Willkommen im Team. Der Berg kommt zum Propheten, also mit Ihnen hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen. Dennis will sich heute der Polizei stellen. Na, gratuliere, da haben Sie endlich erreicht, was Sie wollten. Nein, das will ich ja gar nicht mehr. Ich hatte ja gehofft, dass sich Ihr schlechtes Gewissen rührt, aber Ich weiß jetzt nur nicht, was ich tun soll. ganz klar, Sie müssen Dennis die Wahrheit sagen. Können Sie das nicht machen? Ich schäme mich so. Selbst wenn ich wollte. Nein. Ich entbinde Sie auch vom Beichtgeheimnis. Das kann nur Gott. Gestehen Sie Dennis, dass Sie Patrick angefahren haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Hast du mit Henning gesprochen? Kommt er von seiner Geschäftsreise zurück? Er wollte. Aber ich habe ihm abgeraten. Im Moment hat er jetzt sowieso nichts zu tun. Dr. Thielenbach? Er war nicht da. Ich habe um seinen Rückruf gebeten. Mein Gott, wie soll das noch weitergehen? Wart's doch erst mal ab. Mann,
Manchmal wirkt ein Suizidversuch wie ein Schock und löst so eine Art Selbstheilung aus. Aber Barbara ist doch noch genauso verwirrt wie damals. Sie glaubt doch immer noch, dass du Drogen genommen hast. Ich hätte mich mehr um sie kümmern müssen. Du hast getan, was du konntest. Ohne dich wäre sie möglicherweise gar nicht mehr am Leben. Ich dachte immer, es wäre der Stress mit der Kollektion, aber dass es so ernst ist. Und ich schicke sie auch noch zu diesem Psychotherapeuten. Du hast deiner Mutter das Leben gerettet. Das ist das Einzige, was zählt. Ich werde dir das nie vergessen. Mein Gott, wie geht's nun weiter? Gero, ich weiß nicht weiter. Was ist, wenn Barbara in diesem Zustand bleibt? Das wird sie nicht. Und wenn doch? Ich muss dir was sagen. Hallo zusammen. Kathi, gut, dass du da bist. Ja, was ist denn passiert? Ich habe deine Nachricht bekommen, habe versucht, euch zu erreichen, aber das Personal sagt immer nur, ihr seid unterwegs. Ja, ich wollte nicht, dass du es durchs Telefon erfährst. Ist was mit Mama? Ja. Es ist etwas passiert, das uns große Sorgen macht. Hey, suchst du nach einer Inspiration für einen neuen Song? Wie kommst du darauf? Naja, ein Job für jemand wie Dr. Love ist es nicht gerade. Warum denn? Als Dr. Love habe ich mich mit seelischem Müll befasst. Und jetzt mit realem. Ach, haben sie dir das als Strafe aufgebrummt? Meinst du, ich mache das freiwillig? Aber ist doch eindeutig verlorene Zeit. Wem sagst du das? An deiner Stelle würde ich mal bei den Hörern Luft ablassen. Ich glaube, du hast da irgendwas nicht richtig verstanden. Ich muss hier den Müll aufsammeln, weil ich als Dr. Love aufgeflogen bin. Aber du fängst doch bestimmt bei einem anderen Sender an. Nicht, dass ich wüsste. Ach, weil du jetzt nur noch Songs schreibst. Nein. Ich höre mit dem ganzen Mist auf und werde technischer Zeichner. Bei deinen Talenten? Du hast ein Rad ab, weißt du das? Jetzt pass mal auf. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, als mich von der Arbeit abzuhalten, dann verzieh dich. Nils sitzt nach wie vor hinter Gittern. Aber Mama ist doch nicht verrückt, wegen sowas bringt sie sich doch nicht um. Sie hat sich nicht nur eingebildet, Nils zu sehen. Etwas anderes hat sie belastet. Und das hat wahrscheinlich den Ausschlag gegeben. Ja, bitte? Verzeihung, Herr Graf, Dr. Thielmach ist am Telefon. Ah ja, vielen Dank, Christiane. Ein alter Freund von mir, ein Neurologe. Ich habe ihn um Rat gebeten, vielleicht kann er uns helfen. Sind Sie fertig mit Frühstücken? Ja, Sie können abräumen. Was hat Christoph denn da gerade gemeint? Was hat Mama... Ach, ist doch egal, das kann sie mir selber erzählen. Willst du etwa ins Krankenhaus? Ja, natürlich, Mama braucht mich jetzt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der Arzt hat absolute Ruhe empfohlen. Deshalb sind Christoph und ich auch gegangen. Mir ist doch egal, was der Arzt sagt. Mama wäre fast gestorben. Ich will jetzt bei ihr sein. Bitte, Dennis, tun Sie es nicht. Es nützt weder Ihnen noch mir etwas, wenn Sie sich schuldig bekennen. Das sehe ich ein bisschen anders. Mir wird doch vor allem vorgeworfen, dass ich mich nicht zu der Tat bekenne. Dennis, ich muss Ihnen etwas sagen. Guten Tag, Frau von Anstetten. Das passt ja gut. Ich wollte gerade zur Polizei, um Ihren Rat zu befolgen. Alle Achtung, Sie haben einen Orden verdient. Sie hatten recht. Ich muss meine Chefin da raushauen. Auch wenn sie es im Moment nicht will. So will sie das nicht. Offenbar hat dein Assistent mehr Verstand als du. Danke. Ich bin dann jetzt weg, aber Sie wollten mir gerade noch was sagen. Sehen Sie zu, dass Sie Ihr Geständnis loswerden. Ihre Chefin wird sich schon auch irgendwann erkenntlich zeigen. Auch wenn ihr das im Moment etwas schwer fällt. Okay. Bis später. Ich habe das Gefühl, da bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Also ich bin dafür einfach nicht geschaffen. Genauso wenig wie für den Job als technischer Zeichner. Dafür wird aber wenigstens ein bisschen Grips verlangt. Ja, aber es ist nicht der Job, von dem du träumst. Hast du heute Morgen selber gesagt. Frank, du bist Künstler. Davon kann ich aber nicht leben. Okay, es muss ja nicht unbedingt eine Karriere als Sänger sein. Ich meine, du kannst 1000 andere Sachen machen. Vergiss es. Ich habe jetzt einmal Ja gesagt, aber bleibt's. Wie ist Ramon bloß mit einem Dickkopf wie dir klargekommen? Das
Das kann ich dir sagen. Er hat mich so lange bearbeitet, bis ich weich geworden bin. Darin war er Meister. Im Gegensatz zu mir. Das ist doch was anderes. Ramon und ich, wir kannten uns schon eine Ewigkeit. Da ist doch klar, dass der eine auf den anderen hört. Das hat sich auch meistens sehr gelohnt, muss ich sagen. Schmuck und Folklore aus Venezuela. Habe ich dir die Story schon mal erzählt? Ach, ist der Graf nicht da? Der Graf ist zu Dr. Thielenbach gefahren. Danke. Das waren irre Zeiten. Wir haben das Zeug im No Limits verschachert, in der Fußgängerzone. Das Haus hier war das reinste Warenlager. War schon ein super Job. Und was war denn so toll daran? Naja, ich weiß nicht, es war ständig was los. Weißt du, nie langweilig. Ich habe jede Menge Leute kennengelernt und kein Tag war wie der andere. War das bei all deinen Jobs so? Ja, meistens. Sonst hätte ich sie nicht gemacht. Der Schulkiosk zum Beispiel, das war Wahnsinn. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, was da alles passiert ist. Oder zumindest ein Heft. Mhm. Und du glaubst, du hältst es bei Arno im Büro aus? Okay, mit Ramon zusammen war alles einfacher. Aber du schaffst es auch alleine. Ich weiß nicht. Verdammt nochmal, Frank. Gib doch deine Ziele nicht auf, nur weil Ramon tot ist. Das hätte er sicher nicht gewollt. Was soll ich denn ohne dich machen? Ich brauch dich doch. Ich weiß, Kathi. Es tut mir auch sehr leid. Ich war so verzweifelt. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich wäre doch sofort da gewesen. Ich habe in meiner Angst nicht daran denken können, weißt du. Was denn für eine Angst? Verrückt zu werden? Und dass nichts wiederkommt und mich entführt. Ich wusste nicht mehr, was wirklich ist. Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin wirklich. Ich pass auf dich auf. Ich lass dich nie mehr wieder allein. Mach sowas aber nie wieder, versprochen. Versprochen. Aber was ist denn, wenn ich wirklich den Verstand verliere? Was redest du denn da? Sowas darfst du nicht mal denken. Christoph und Gero glauben, dass ich nicht ganz richtig im Kopf bin. Was ist denn, wenn sie recht haben? Das ist doch Blödsinn. Du bist völlig normal. Ich habe nicht nur Nils gesehen, weißt du. Was denn noch? Christoph hat schon so komische Andeutungen gemacht. Ich habe sogar eingebildet, Gero beim Koksen zu sehen. Was? Stehen wir gut, finde ich. Was meinst du? Ja, doch, schon. Aber ich finde, damit sieht's besser aus. Verdammt, der Clip ist... Meint ihr nicht, die Musik ist ein bisschen zu laut? Ja, ich bin schon unterwegs. Ist das Ihrer? Danke. Na? Ist der Stadtpark jetzt sauber? Wie ein Stück unberührter Natur. Ach, Arno, ich muss dir noch was sagen.
Ich wollte mich bei dir bedanken, dass ich bei dir die Lehre machen kann. Und ich finde, das ist ein super Angebot. Und Ja? ich kann das nicht. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Und warum der plötzliche Sinneswandel? Naja, die Müllnummer im Park, die hat mir schon gereicht. Ich bin einfach nicht der Typ für normale Arbeit. Willst du Schlagersänger werden? Nein, Quatsch. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte. Ich möchte irgendwas machen, was mich fordert, was Kreatives. Technisches Zeichnen ist nicht kreativ. Ja, doch, aber für mich nicht. Entschuldigung. Ich bin und bleib eben ein Spinner. Ja, schade. Aber weißt du was? Ein bisschen kann ich dich verstehen. Sag mal, wem soll das nutzen? Frau Schneider natürlich, wer denn sonst? Natürlich. Und, was sagt sie dazu? Was soll sie denn dazu sagen? Ja, hat sie dich nicht davon abgebracht? Doch, schon. Aber? Sie hatte keine Argumente, die mich überzeugen konnten. Dann hat sie dir also nicht gesagt, dass du dich völlig bescheuert benimmst. Hast du schon mal an die Konsequenzen gedacht? Halb so wild. Ich falle noch unter das Jugendstrafrecht. Natürlich wird es eine Verhandlung geben, aber der Richter ist nicht so streng, hat mein Anwalt gesagt. Na, dann ist ja alles klar. Macht es dir nichts aus, dass dir nachher alle Menschen aus dem Wege gehen? Das haben Sie doch bisher auch getan. Ist mir egal. Hauptsache, Frau Schneider lässt mich nicht fallen. Ja. Kann ich mal telefonieren? Ja, bedingt nicht. Wen willst du denn anrufen? Frau Schneider natürlich. Willst du nicht langsam mal gehen? Ich gehe hier nicht eher weg, bis ich weiß, dass... Schneider? Ja. Ja, ist gut. Wir reden später drüber, okay? Tschüss. Du kannst gehen. Dennis hat sein Geständnis abgelegt. Der Knabe ist ja zuverlässiger, als ich dachte. Ruft sogar an. Ja, dann wäre das hier gelöst. Endlich mal ein Problem, das ich abhaken kann. Wenn du nur zufrieden bist. Statt hier vor dich hinzuschmollen, solltest du dir lieber überlegen, wie du Dennis los wirst. Du brauchst ihn doch jetzt nicht mehr, oder? Sind Kathi und Leo im Haus? Frau von Sterneck ist noch im Krankenhaus und Herr von Sterneck... Ist hier. Hast du einen Moment Zeit? Ja, ich wollte sowieso mit dir reden. Ich habe einen Entschluss gefasst, bitte. Ich habe mich dazu durchgerungen, Barbara in eine Spezialklinik zu bringen. Dr. Thielbach hat recht. Sie hat keinen Lebenswillen mehr. Und das ist mit 2, 3 Therapiestunden nicht behoben. Nein, bitte nicht. Und was ist, wenn sie sich wieder was antut? Wir sind doch nicht in der Lage, das zu verhindern. Barbara hat kein Vertrauen mehr zu uns. Womit sie zumindest, was mich angeht, auch recht hat. Barbara hat nicht halluziniert. Sie hat mich wirklich gesehen, als ich gekokst habe.